Leute, gewisse Bands haben mich nicht nur unterhalten, sondern auch geprägt. Sie haben mir das gegeben, was ich in den Momenten gebraucht habe. Sei es Stärke, ein Ventil, das ich brauchte, Identität. Und ja, da habe ich auch ein bisschen eine Kleinigkeit was vorbereitet. Ich hoffe, euch gefällt es und würde mich dann auch über einen Daumen nach oben freuen. Wir fangen an mit einer Band, die mir empfohlen wurde, die sich gewünscht wurde und von der ich ehrlich gesagt wirklich nicht genug kriegen kann. Ich spreche von, ja, vielleicht haben es die einen oder anderen schon vermutet, aber wir reden von The Warning. Ja, eine Band aus Mexiko, Monterrey. 'Ne echt tolle Me ja, Mädelsband kann man sagen, ähm, die mich, wie soll ich sagen, die mir wirklich momentan viel gibt. Die gibt mir echt total viel. Vor allen Dingen die Musik. Ich finde, die haben so viel Power, so viel Stärke, so viel Willenskraft, die sie da auf die Beine gestellt haben. Und die gibt's ja auch nicht allzu lang. Die Warnen gibt's ja erst seit 2013, also relativ jung. Die Mädels sind auch sehr jung, bisschen jünger als ich sogar. Ähm, ja, Rockmusik machen die und die habe ich total mittlerweile schon sehr ans Herz geschlossen, kann man schon fast sagen. Weil ich stehe auf die Musik, was sie drauf haben. Also, sie haben es wirklich unglaublich drauf und hoffe, dass ich sie auf jeden Fall in nächster Zeit mal sehen kann. Ich hoffe es. Und dass sie auch eine Europatour machen, das wäre richtig stark. Und ja, da gibt es auch so einige Songs, die mir echt total gut gefallen. Ähm, Brief, der Song, der hat sich bei mir wirklich echt eingeprägt, weil da hört man Pau singen. Das ist irrsinnig schön. Sie hat geweint, ich habe geweint beim Reacten. Das war total pure Love, sage ich nur. Also die Band, die hat's mir echt angetan. Ähm, Großen Dank an euch, Leute, dass ihr das Ganze auch supportet. Das finde ich mega geil, mega stark. Und ja, The Warning, eine geile Band. Echt eine geile Rockband aus Mexiko. Und nun kommen wir zur zweiten Band, die mich auch stark geprägt hat. Lord of the Lost. Habe ich vor in etwa 6 Monaten entdeckt, für mich sozusagen, durch einen Musikwunsch aus der Community. Ist auch eine relativ jung kann man nicht sagen. Die sind jetzt nicht allzu jung mittlerweile mehr. Ähm, ja, 2007 gegründet aus Hamburg, Deutschland sogar. Dark Rock machen die. Jo, Dark Rock, Goth Rock würde ich fast schon sagen. Ähm, Ich finde ja auch bei The Lord of the Lost, wenn man sich ihre Videos anschaut, sie geben einem so das Gefühl, dass man einfach machen soll. Man soll sein Ding machen, man soll Spaß am Leben haben, Ehrgeiz, Tempo, alles Mögliche, was sie dabei haben. Ähm, und ich finde, Chris Harms hier mittig hat so eine tolle Stimme, also gesanglich ist ein Multitalent. Er spielt so viele Instrumente 1A und ja, da kann ich echt einiges darüber sagen, wie sehr mir Lord of the Lost tatsächlich auch ans Herz gewachsen ist, weil sie so Community, so fansnah sind. Und das finde ich total schön. Jo, da gibt es auch einige Lieblingssongs, was ich da richtig feiere. Light Can Only Shine in the Darkness ist mein absoluter Favorit. Und auch da fällt mir jetzt wieder kein Song ein, aber habe ich
Auch ein Traum, ich will Lord of the Lost ebenfalls live sehen, weil ich habe schon so viele Sachen gehört, dass die so eine geile Show abliefern. Die sind da jetzt auch mittlerweile in, ich glaube, eh schon auf der ganzen Welt bekannt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, Leute, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von Lord of the Lost haltet, was euer Favorit ist am Song, ob ihr da einen Favorit habt. Und ja, sie machen jetzt ja auch Part 3 von Opus Noir. Kommt auch demnächst raus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was denn Datum. Das habe ich jetzt nicht am Schirm. Ja, Lord of the Lost, eine geile Band. Ich habe auch zuerst gedacht, wie ich das Albumcover gesehen habe, dass die Glam Metal und so weiter machen, wegen die ganzen Glitzer und so. Die stylen sich so geil. Die Styles, was sie ab und zu in den Videos haben, sind teilweise echt merkwürdig, aber auch, oh, Jesus, voll vom Sessel. Aber auch richtig stark. Ja, echt witzig auch teilweise. Sie haben ja auch jede Menge Features und so. Ja, das ist Lord of the Lost. Geile Band, starke Band, feiere ich absolut. Und einigen von euch dürfte Lord of the Lost natürlich ein Begriff sein. Nun wird es ein bisschen härter, ein bisschen düsterer. Wir kommen jetzt zu noch einer Band, die vielleicht nicht allzu viele von euch feiern, aber ich total geil finde. Es geht nämlich um keine geringere Band als Lorna Shore. Eine extrem starke Deathcore-Band aus New Jersey. Ich bin ja ein Mensch, ich höre irrsinnig gern Musik, wo viel gesungen wird, viel Gesang dabei ist. Aber Lorna Shore, Leute, Lorna Shore ist die Ausnahme. Weil Will Ramos, der Sänger hier, zweiter von links, ja, so eine geile, krasse Aura. Er hat so, also es ist jetzt nicht nur ein Geschrei, er kann auch singen. Also wenn man sich seine Videos anguckt auf seinem Privat-YouTube-Account, dann hört man auch, wie er Covers, Songs covert, wo er singt. Also gesanglich hat er es auch drauf. Ich finde es schade, dass er das nicht irgendwie einbaut. Aber ansonsten, ich verstehe tatsächlich ein bisschen was er singt oder aus sich losschreit. Und da kommen wir zum Thema. Man soll Sachen, wenn man Wut hat, man soll es rauslassen. Jetzt aber nicht im Sinne von, ich schlage jemanden nieder oder so, sondern rauslassen, man soll seinen Wut freien Lauf lassen, indem man einen Boxsack nimmt oder indem man ein Schlagzeug spielt. Und da gibt es auch so Momente, wo ich Lorna Shore tatsächlich brauche. Sei es jetzt, wenn man so wie ich im Handel arbeitet, dann ist Lorna Shore definitiv eine Band, die einem das gewisse Etwas gibt. Also echt faszinierende Band, weil ich finde es so krass, dass manche ihre Stimme verlieren, wenn sie etwas lauter werden, aber Will Ramos, der hat sich das untersuchen lassen, während er schreit, mit einer Cam, keine Probleme. Das finde ich so krass. Und der Schlagzeuger, der Drummer Austin Archie hier, der erste von links, das ist eine absolute Maschine. Wenn der los spielt, der gibt alles, der haut ins Drumset, das ist absolut geil. Alter, das ist also die Band finde ich mega. Die kann ich mir echt ausnahmsweise wirklich anhören. Ihre Musikvideos sind extrem stark, extrem krass. Da gibt es auch jede Menge Songs, also Prison of Flesh beispielsweise. Der Song hat es wirklich in sich. Da regnet das Blut, das ist perfekt für alte Leute, sag ich mal. Und ja, einfach geile Band. Und die sind ja auch durch Will Ramos quasi, wie soll ich sagen,
Da haben sie einen Raketenstart im europäischen Raum hingelegt. Ja, einfach crazy. Die Band ist crazy. Gibt's erst seit 2010, 15 Jahre, Lorna Shore. Damals noch mit Tom Barber, glaube ich, hieß der alte Sänger. Da habe ich sie noch nicht kannt. Ich habe sie erst durch Will Ramos tatsächlich entdeckt auf TikTok. Habe ich mir so einen Short angeguckt, wo er losbrüllt, da habe ich mir gedacht, alter Schwede, das ist ja absolut insane. Wie der abgeht, das ist crazy, Leute, Wahnsinn. Ja, schreibt mir mal eure Kommentare, was Lorna Shore betrifft. Eure Kommentare. Eure Meinung in die Kommentare, was Lorna Shore betrifft. Jo, ich feiere die Band, ich habe sie schon zweimal live gesehen und das ist absolut crazy. Also da in einem Moshpit zu geraten, würde ich euch nicht empfehlen. Das ist, außer ihr steht drauf, aber danach habt ihr Rückenschmerzen. Das kann ich euch sagen. Nun kommen wir zu last but not least. Auch eine crazy Band, die habe ich auch durch einen Musikwunsch kennengelernt, wenn man so will. Folklore, also Folk Metal, Mittelalter-Rock machen die so mäßig. 9 Leute sind das, soweit ich weiß, oder? 1, 2, 3, 4 oder 8? Okay, 8. Auch eine witzige Band, ich sage immer, das ist Electric Callboy aus dem Mittelalter. Die machen Musikvideos, die sind auch absolut lustig, haben auch einen Lords of Fire ist der Song, den ich total geil finde, mit Lord of the Lost. Könnt ihr auch gerne abchecken, die Band. Auch eine Reaction dazu habe ich gemacht, seht ihr auch in meinen Videos. Und bei den Zuschauerwünschen, da gibt es so einiges zu sehen. Crazy Band, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses mittelalterliche Power Rock, Folk Metal, einfach crazy. Kommen ja auch aus, wie heißt denn diese kleine Ortschaft in Deutschland aus? Also ist eine deutsche Band. Ja, Langen, so irgendwo her. Kommen die? Gibt's auch seit 22 Jahren, 2004 in etwa. Korrigiert mich, Leute, korrigiert mich, wenn ich irgendwo ein Datum oder so falsch erwähne. Ja, die Band ist crazy. Wie sie auftreten mit viel Feuer, mit viel... Ja, es ist eine geile Band, Leute. Die Band kann ich echt... Also die haben wirklich Spaß. Und würde ich auch gern live sehen. Es gibt der eine oder andere von meinen Zuschauern haben Lord of Feuerschwanz schon live gesehen und haben mir schon mehrfach gesagt, guck dir die Band an, die sind geil. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich habe schon einige Live-Konzertvideos angeguckt und was die da auf die Bühne stellen mit den ganzen Outfits, was das Arbeit sein muss, das ist absolut geil. Und mega. Mega. Ja, Leute, da habe ich jetzt eine kleine, kurze und bündig eine Vorstellung gemacht von Bands, die mir tatsächlich viel gegeben haben in letzter Zeit. Sei es jetzt Lord of the Lost mit Identität oder The Warning mit viel Kraft und Power. Sowie Lorna Shore als Ventil zu verwenden. Also Bands, die mich wirklich in den Momenten, wo ich sie brauche, wo sie da sind. Weil ich finde ja auch, es gibt Freunde, ja. Freunde sind nicht immer für einen da. Das habe ich schon mehrfach leider auch wohl erkennen müssen. Und ihr kennt es bestimmt auch, wenn man irgendwie so seine Phase hat, man will allein sein und man will von niemandem was wissen oder es geht einem einfach nicht gut oder so. Dann zieht man sich halt eben zurück. Und wenn man weiß, es kümmert sich keiner um einen oder es ist halt jetzt niemand für einen da. Eine Sache ist immer für einen da, Musik. Musik ist immer für dich da, egal zu welcher Zeit, egal wie es dir geht. Und ja, deswegen
kann ich ganz ehrlich sagen, Musik bedeutet mir irrsinnig viel, genauso wie die Bands eben. Und da sind auch Bands dabei, die ich ohne euch tatsächlich nicht entdeckt hätte oder die ich mir auch gar nie angehört hätte, wie manche Musikwünsche, die von euch kommen, sei es jetzt Love Bites, habe ich noch nie im Leben gehört. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von dem Video her haltet und vor allen Dingen, welche Bands ihr sonst so feiert, welche Bands euch geprägt haben. Schreibt eure Story in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, würde mich irrsinnig freuen. Da würdet ihr mich und meinen Kanal damit sehr, sehr unterstützen. Und wir gehen ja auch schon auf die 600 zu. Schaffen wir es? Ich bin gespannt. Würde mich sehr, sehr freuen. Also ist ja wirklich der Hammer. Tolle Community aus verschiedensten Orten und Ländern. Spanien habe ich gehört. Amerika, Chicago, Las Vegas. Erst gestern einen Zuschauer gehabt aus Las Vegas. Das fand ich crazy. Mexiko habe ich auch eine Menge. Deutschland natürlich. Österreich habe ich bis jetzt noch niemanden bemerkt, der irgendwie aus Österreich ist. Aber ja, kurz und klar, ihr könnt auch liebend gerne, habe ich jetzt auch seit neuestem einen Shop eröffnet. Von mir für euch. Und checkt den Shop unbedingt mal aus. Offscript.co. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen kleinen Blick drauf wirft, wenn euch was gefällt. Oder wenn ihr Wünsche habt, auch gerne in die Kommentare. Alles sehr gern erwünscht. In dem Sinne, Leute, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Reaktion. Das wird dann morgen sein. Bleibt gesund. Ich wünsche jedem von euch auch übrigens einen schönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bleibt brav. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.